Ist Auswandern ein Akt der Notwehr, sozusagen eine Tat, zu der wir gezwungen werden, weil die Perspektivlosigkeit so groß in Deutschland ist? Mit dieser Frage wollen wir uns in diesem Video einmal näher befassen. Ja, danke an Dirk, denn Dirk hat uns hier einen Zeitungsartikel der Welt geschickt. Ich werde ihn gleich mal einblenden. Er hat den markanten Titel "Auswandern ist ein Akt der Notwehr" geschrieben, hat ihn Dorothea Siems. Sie ist Chefökonomin der Welt. Veröffentlicht wurde am 10.09.2024. Ich werde einen Link dazu posten. Beachte bitte, dass es hier eine Paywall gibt. Wie gesagt, Dirk hat uns diesen Artikel geschickt. Ich möchte auch dich gerne ermutigen, wenn du etwas liest, das hier zum Thema Auswandern passt oder zum Thema Steuern im Ausland und du denkst, ja, da möchte ich auch mal gerne ein Video dazu sehen. Auf unserer Webseite perspektiveausland.com ist in der Fußzeile unsere E-Mail-Adresse angezeigt. Dort kannst du auch ein Formular ausfüllen. Es heißt hier Gast oder Thema vorschlagen. Wir sind dankbar für jeden Vorschlag. Auch wenn du irgendein Problem hast, steuerlicher Art oder so, dann schreib es da rein. Wir machen gerne ein Video dazu, solange es eben für unsere breite Zuhörerschaft, für unser breites Publikum interessant ist. Nun aber zur Frage, ob Auswandern ein Akt der Notwehr ist. Dorothea Siems schreibt: Für die einen ist es ein Lebenstraum, für die anderen das Ergebnis einer kühlen Kosten-Nutzen-Rechnung. Die Rede ist vom Auswandern, das hierzulande immer populärer wird. 270.000 Deutsche haben im vergangenen Jahr die Heimat verlassen, um anderswo ihr Glück zu suchen. Zwar bleiben viele nur einige Zeit im Ausland zum Studium oder für einen befristeten Arbeitseinsatz. Doch immer mehr Bundesbürger zieht es inzwischen dauerhaft in die Ferne. Mehr noch als die statistischen Fakten vermögen konkrete Fälle fassbar zu machen, welche fatalen Folgen ein solcher Braindrain für die Gesellschaft hat und was dem Land droht, wenn der Trend, wie zu befürchten ist, jetzt immer stärker wird. Und dann redet sie eben davon, dass die Abgabenlast in Deutschland immer weiter steigt. Sie redet davon, dass es eben beruflich für viele eine Perspektivlosigkeit gibt. Im Ausland sind die Chancen besser. Viele von euch kennen ja die Argumente. Zusammenfassend erwähnt sie eben, dass für hochqualifizierte, gut verdiente Leistungsträger die hiesige Steuer- und Abgabenleistung inzwischen untragbar ist. Erst schrumpfen die ausufernden Sozialbeiträge und der Spitzensteuersatz das Nettoeinkommen und dann langt der Staat noch mit Umsatzsteuer, Energiesteuer und anderen Abgaben immer unerbittlicher zu. Dagegen bleibt den Strebsamen in Ländern wie den USA, Australien, der Schweiz oder Neuseeland weitaus mehr von dem selbstverdienten Einkommen zur Verfügung. Tja, wir haben ja hier auch schon vielfach über dieses Thema gesprochen, warum Auswandern und dass es eben im Ausland vielfach bessere Chancen gibt, sowohl in puncto Verdienst, weniger Steuern, bessere Lebensqualität, schöneres Wetter und so weiter und so fort. Das sind ja alles verständliche, rationale Gründe. Woran ich mich etwas störe, ehrlich gesagt, ist der Titel des Artikels. Ist Auswandern ein Akt der Notwehr? Das impliziert ja, dass du ein Opfer bist. Dadurch stellst du dich ja auf die gleiche Ebene wie jene, die nach Deutschland kommen, um dort Schutz vor Krieg, Zerstörung und Verfolgung zu suchen. Was sagt das über dich aus? Und was macht das mit deiner Psyche, wenn du eine solche Haltung hast? Ich persönlich habe ja Deutschland schon im Jahre 2000 verlassen und ich habe in dieser Zeit in etlichen Ländern gewohnt, 6 Länder insgesamt. Ich kann sagen, dass ich in keines dieser Länder umgezogen bin, weil ich vor etwas geflohen bin. Ja. Keiner meiner Umzüge war ein Akt der Notwehr. Ich bin immer aus positiven Gründen ausgewandert, weil ich Lust hatte auf eine neue Erfahrung, weil ich Lust hatte auf ein bestimmtes Land, weil mir eine bestimmte Stadt wie London sehr gut gefallen hat, weil ich in den USA leben wollte, weil sich dort bestimmte Verdienstmöglichkeiten ergeben haben, weniger Steuern, andere Opportunities, wie man so schön auf Englisch sagt. Sicherlich, die Situation in Deutschland hat mir nicht gefallen. Sicherlich war der Auslöser, dass ich 2000 in die Schweiz umgezogen bin aus dem deutschen Grenzgebiet, eine steuerliche Überlegung vor allem. Warum soll ich in Deutschland leben bleiben, wenn ich 20 Kilometer weiter das Doppelte verdiene und ein Drittel der Steuern bezahle? Macht ja absolut keinen Sinn. Familie kann ich ja trotzdem sehen. Ich bin ja nur 20 Kilometer weit weg. Ja. Also, ich meine, natürlich, der Ärger über das Finanzamt hat schon eine Rolle gespielt, aber die positiven Gesichtspunkte
haben natürlich hier bei weitem überlegen. Und das, finde ich, solltest auch du dir zu Herzen nehmen. Wir haben einige Mandanten, die während der Corona-Zeit auch hier mehr oder weniger Hals über Kopf ins Ausland geflohen sind, will ich schon fast sagen. Nach Montenegro oft, nach Paraguay sehr oft. Aber nicht aus positiven Gründen, nicht weil sie einen positiven Antrieb hatten, sondern weil ihnen das Verhalten der Regierung nicht gefallen hat, weil sie letztlich hier das Verhalten der Staatsgewalt unerträglich fanden. Natürlich, das ist verständlich. Aber ich muss sagen, dass die meisten Mandanten, die deswegen umgezogen sind, ja, also weil sie vor etwas geflohen sind, dann nicht besonders glücklich wurden in ihrer neuen Heimat und vielfach bereits wieder zurückgezogen sind. Das ist eben nicht besonders nachhaltig. Daher finde ich es sehr wichtig, dass du deinen Auswanderungsplänen einen positiven Spin gibst, wie man im Englischen sagt. Sicherlich, du hast identifiziert, dass es in Deutschland nicht besonders gut geht. Du hast vielleicht Nachteile zu befürchten. Wir selbst sprechen ja immer wieder hier von den Maßnahmen, die so die EU im Köcher hat, die sich immer mehr zu einem zweiten China hier entwickelt, einem Überwachungsstaat, der Xi Jinping ja rot werden lassen wird. Aber natürlich, das reicht nicht. Du brauchst positive Energie, damit du im Ausland glücklich und erfolgreich bist. Weil wenn du dann im Ausland bist und auf einmal hast du dich befreit von all diesen negativen Elementen, die du davor identifiziert hast, dann lässt das Adrenalin sozusagen nach, weil du dich ja von all dem befreit hast, was dich belastet hat. Und wenn du dann nichts Positives hast, von dem du leben kannst, dann ist oftmals die Depression die logische Folge. Also nochmals, ich finde es sehr wichtig, dass du deiner Auswanderungsidee einen positiven Dreh gibst. Was könnte das sein? Naja, weniger Steuern, völlig klar. Das ist natürlich sehr attraktiv, weniger Steuern zu bezahlen. Schönes Wetter, andere Menschen, andere Kultur, was Neues erleben, meinen Kindern etwas Neues zeigen, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen, weil ich vielleicht weniger arbeiten muss, weil ich vielleicht nicht mehr reisen muss geschäftlich, dem Hamsterrad zu entkommen, vielleicht einen komplett anderen Lebensstil leben. Ich bin zum Beispiel nach Texas umgezogen, habe dort eine Ranch gekauft. Ein komplett anderes Leben. Natürlich habe ich meine beratende Tätigkeit weitergemacht, habe ich eben von der Ranch aus gemacht. Bin um 5 Uhr morgens aufgestanden, habe bis um 12 Uhr meiner Zeit gearbeitet und hatte den ganzen Nachmittag mich um die Ranch zu kümmern, mit der Familie Zeit zu verbringen, Pferde, Kühe, Ziegen. Das war jetzt mein Weg. Dein Weg ist natürlich ein komplett anderer. Du hast deinen eigenen Traum, den du verwirklichen willst. Vielleicht ist es am Strand leben, vielleicht ist es zu reisen. Wer weiß. Aber alles, was ich sage, ist Folgendes. Ich finde es sehr gut, wenn die negativen Einflüsse, denen du momentan ausgesetzt bist vielleicht und die dich frustrieren, die dich hier am Boden halten, die dich blockieren wollen, die dich ausbremsen wollen, wenn die so richtig eine gewisse positive Aggression in dir wecken, dass du sagst, jetzt erst recht und jetzt werde ich es euch allen zeigen. Das ist natürlich gut. Negative Erfahrungen können das machen. In der Tat sind es meistens ja negative Erfahrungen, die zu Fortschritt führen. Ja? Denn wenn alles gut ist, dann gibt es keine Veränderung. Veränderung wird oftmals dadurch verursacht, dass etwas nicht gut ist, dass wir uns nicht wohlfühlen, dass wir den Antrieb haben, etwas zu ändern. Deswegen ist natürlich eine Wut im Bauch etwas Positives oder kann es zumindest sein. Aber da musst du etwas Positives vorbereiten, für das du im Ausland leben kannst. Ansonsten würde ich befürchten leider, dass deine Auswanderung zum Misserfolg wird und du im Ausland dann sehr schnell frustriert bist. Also, lieber Dirk, vielen Dank für diesen interessanten Artikel. Der Artikel ist ja eigentlich gut. Und er sagt eigentlich vieles, was richtig ist. Wie gesagt, die Überschrift hier, damit tue ich mich so ein bisschen schwer. Ich sehe Auswandern nicht als ein Akt der Notwehr. Und ich würde mich auch nicht als jemand sehen wollen, der ein Opfer ist. Ganz klar. Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern befasst, wenn du dazu rechtliche, steuerliche, organisatorische Fragen hast zum Thema Plan B, zweite Staatsbürgerschaften, welche Länder besonders steuerfreundlich sind, welche Firmenstrukturen richtig sind, wie man sich richtig in Deutschland abmeldet, wie man der deutschen Steuerpflicht entkommt, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei diesen Themen zu unterstützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.